Vor 2 Jahren habe ich mit dem Bau meiner mittlerweile 4. Modellbahnanlage begonnen. In einem Hobbykeller von 32 Quadratmeter Fläche möchte ich rund 700 Meter Gleise verlegen, 220 Weichen anschließen und etwa 22 Quadratmeter Modellbahnfläche liebevoll schön gestalten. Wenn meine Planung stimmt, soll es auch meine letzte große Anlage werden, denn ich rechne mit einer Bauzeit von 20 bis 30 Jahren. Daher stellte sich mir die Frage, ob ich versuche, gleich die Anlage als Gesamtes in einem Stück zu erstellen oder den Bau in einzelne Abschnitte zu unterteilen. Beides hat sehr signifikante Vor-, aber auch Nachteile. Ein entscheidender Grund für ein Vorgehen in einzelnen Bauabschnitten war für mich mit der zu Beginn geringere Platzbedarf dieses Ansatzes. Ich stelle nicht gleich von Anfang an meinen gesamten Hobbykeller mit Anlage voll, sondern habe immer noch ausreichend Platz, um mich zu bewegen und zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass ich durch die stückweise Umsetzung der Anlage auch noch Holz- und Gipsarbeiten haben werde, wenn nebenan bereits Anlagenteile komplett fertig gestaltet sind. So habe ich bereits jetzt meine groben Holzarbeiten aus dem Hobbykeller verbannt, werde aber mit dem Thema Schmutz und Dreck auch zukünftig lernen müssen, gut umzugehen. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich bei den einzelnen Bauphasen Abschnitte und Betriebssituationen erschaffe, die definitiv noch nicht ausgereift und ideal sind, sondern nur Notlösungen oder Übergangslösungen darstellen. Obwohl jeder einzelne Bauabschnitt für sich eine betriebsbereite und bespielbare Modellbahnanlage bilden soll, gibt es beim Übergang von einer Bauphase zur nächsten immer irgendwelche Kehrschleifen, die wieder zurückgebaut werden müssen. Ich plane also von Anfang an mehrere Teilabrisse von Anlagensegmenten ein. Das nehme ich jedoch in Kauf, um nicht jahrelang nur an Holzgerüsten und Schattenbahnhofsgleisen zu werkeln, sondern abwechslungsreichere Tätigkeiten zu haben und schnellere Erfolge, das heißt fertige Streckenabschnitte und schön ausgestaltete Landschaftsteile zu haben. Aus diesen Gründen habe ich mich gegen den häufig verwendeten Ansatz entschieden, erst relativ rasch alle Gleise fertigzustellen und sich danach um die Ausgestaltung der Landschaft zu kümmern. In einem ersten Bauabschnitt möchte ich erst einmal nur lediglich ein Viertel der Anlage fertigstellen. Es soll eine knapp 5 Meter lange, zweigleisige elektrifizierte Hauptstrecke entstehen. Zudem ein kleiner Bahnhof einer verträumten Nebenbahn mit einem Privatanschluss einer größeren Brauerei. Ein Magnorail-System, und Wiesmann Carmotion-Fahrzeuge sollen für noch mehr Betrieb von Anfang an sorgen. In 2 großen Schattenbahnhöfen plus einem Abstellbahnhof und den Kehrschleifen des temporären Bereiches sollen insgesamt 50 Zugangetüren ihren Platz finden, sodass bereits dieser erste Bauabschnitt einen regen Zugbetrieb ermöglicht. Ist dies alles einmal fertiggestellt, soll anschließend ein weiteres Segment mit dem Endbahnhof der Nebenbahn angebaut werden. Obwohl es der Endpunkt einer ruhigen Nebenbahn ist, soll der Bahnhof sehr großzügige Gleisanlagen bekommen und sich auf eine Länge von gut 4 Metern ausdehnen. Dafür sind noch nicht einmal große Abrissarbeiten an den fertiggestellten Gleisanlagen des ersten Abschnittes notwendig. Es kommen aber noch einmal 2 weitere Schattenbahnhöfe im Untergrund dazu. Für die dritte Bauphase werden dann die beiden Kehrschleifen von Haupt- und Nebenbahn, zudem der überirdische Abstellbahnhof verschwinden.
Es entsteht ein großes Dampflok-Betriebswerk mit Drehscheibe, Ringlokschuppen und umfangreichen Behandlungsanlagen. Die zweigleisige Paradestrecke wächst auf 11 Meter Länge an und die Schattenbahnhöfe 5 und 6 erweitern den Platz des Zugspeichers auf rund 100 Garnituren. Im vierten und letzten Bauabschnitt entsteht dann der große Bahnhof Lohstadt mit 8 Durchgangsgleisen, einem großen Weichenvorfeld, Bahnsteiglängen von bis zu 5 Metern und einem angegliederten E-Lok-BW. Weitere Schattenbahnhöfe im Untergrund entstehen hier dann nicht mehr. Lediglich eine große, mehrgleisige Wende zur Anbindung der 3 bereits bestehenden Schattenbahnhofsebenen. Sollte ich jemals wirklich so weit kommen, immerhin rechne ich damit, dass das noch einmal knapp 30 Jahre Modellbahntätigkeit bis dahin sein werden, wäre meine große Modellbahn-Traumanlage tatsächlich fertiggestellt. Allerdings merkt ihr schon, dass ich es nicht übermäßig eilig bei der Fertigstellung habe. Bei mir ist hier mehr der Weg das Ziel, denn ich liebe es, meine Anlage ausgiebig zu planen, technisch ausgefeilt zu bauen und schließlich detailreich und schön auszugestalten. Solange dazwischen auch immer wieder Abschnitte betriebsbereit sind, fehlt mir hoffentlich nichts zu meinem Hobbyglück und ich verliere auch nicht die Motivation beim Bau der Anlage. Auch wenn ihr euch nicht gleich für die nächsten 30 Jahre verpflichten müsst, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich ein Stück weit auf dem Weg zu meiner ganz persönlichen Modellbahn-Traumanlage begleiten würdet, meinen Kanal abonniert und euch auch die anderen Videos zum Bau der Anlage in der verlinkten Playliste anschaut. Danke für euren Besuch in meinem Hobbykeller und bis bald.